Für uns als Gestalter ist es natürlich schön, wenn wir das komplette Gebäude aus einer Haltung heraus bespielen können. Wir bauen Häuser oder Räume für Menschen. Ein stimmiges Gesamtkonzept, wo Außenarchitektur zusammen mit der Innenarchitektur ein Bild gibt. Dass die BayWa sich am Ende hinstellen kann und sagen, ja, das ist authentisch, so wollen wir gesehen werden und so empfinden wir uns selbst auch. Wie kam es zu diesem Projekt? 2005 ist ein langjähriger Mietvertrag ausgelaufen. Es fiel uns dieses Haus zu, 2006 dann endgültig. Und es stand die Frage an, was tun, weil es ist ein bisschen in die Jahre gekommen und es bestand durchaus ein Renovierungsbedarf. Das Gebäude stand ja hier auch schon, es ist in den 70er Jahren entstanden. Und in diese Bestandsstruktur ein neues Arbeitsplatzkonzept einzupassen, das waren sicherlich am Anfang die ganz besonderen Herausforderungen. Technik war veraltet und natürlich auch die Bürokonzeption war nicht mehr zeitgemäß. Es gab lange dunkle Gänge, links und rechts Zimmer und jeder hat sich in sein Zimmer versteckt. Also wir wussten, dass wir auch von der Seite her was machen muss. Unsere Aufgabenstellung war, aus der Marke heraus eine Innenarchitektursprache zu entwickeln, die eben für die BayWa maßgeschneidert ist. Die Markenwerte der BayWa sind Vertrauen, Solidität und Innovation. Das hat bedeutet, dass wir uns sehr intensiv mit der Marke auseinandergesetzt haben. Für uns war es wichtig, in diesem ganzen Entwicklungs- und Gestaltungsprozess immer wieder auf die 3 Markenwerte zurückzukommen. Das heißt, die 3 Markenwerte waren immer die Basis für all unsere Überlegungen. Was bedeutet das für den Umgang mit den Materialien? Was bedeutet das für die Formensprache? Aber auch, was will man denn für Stimmungen und Atmosphären in dem Gebäude erzeugen? Also, dass man zum Beispiel sagt, wenn man Materialien verwendet, dass wir echte Materialien nehmen. Dass wir Materialien nehmen, die eine Langlebigkeit haben. Dass wir Materialien verwenden, die bodenständig sind, die solide sind, die auch zu diesem traditionellen Unternehmen BayWa passen und gleichzeitig eine Formensprache haben, die das auch widerspiegeln. Unser Ansatz war, dass wir offene Strukturen in den Büros finden, möglichst offen, aber immer auf die Belange der einzelnen Einheiten Rücksicht zu nehmen. Wir haben hier wahnsinnig viele unterschiedliche Nutzungen drin, nicht nur den Office-Bereich, sondern das Casino muss funktionieren, die Konferenzbereiche müssen funktionieren und werden ja auch von Menschen betrieben. Also wenn wir ein Foyer haben, dann wissen wir, dass wir da sehr viel näher an der Marke sein müssen. Es ist der erste Kontakt mit der Marke. Und in anderen Bereichen, wie der Kantine zum Beispiel, schrauben wir dieses Thema zurück. Ja, wir nehmen ein anderes Grün, wir haben jetzt hier diese Frames, die auch eine eigene Sprache haben. Wir haben intensiv diskutiert, hat natürlich jeder auch immer mal wieder eine starke Meinung und natürlich kommt da auch immer so eine Geschmacksfrage dazu. Aber am Ende sind wir dann immer zu einer sehr guten und vor allem zu einer stimmigen Lösung für die BayWa gekommen. Das, was mich am meisten bewegt hat, war die Möglichkeit, mehr Kommunikation, mehr Transparenz eben zu schaffen. Und ich glaube, das ist eindrucksvoll gelungen. Wenn ich durch die Flure, durch die Stockwerke, durch die Etagen gehe und sehe, wie die Leute in diesen neu geschaffenen Kaffee-Lounge zum Beispiel interagieren, wie das angenommen wird. Die Firma RBS hat uns sehr gut begleitet, insbesondere was jetzt die Bürobereich, die Nutzungskonzepte und die Innenarchitektur betroffen hat. Das hat sich sehr gut ergänzt. Man macht das ja nicht für sich, sondern man will ja das Ergebnis, dass da alle damit zufrieden sind, vor allen Dingen die hier sind. Und es hat eine sehr, sehr hohe Akzeptanz gefunden und das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich glaube, dass wir alle im Team zu 100% dahinter stehen. Und zwar deshalb, weil das für uns eine Riesenchance war, das, was wir immer erzählen, auch einmal konsequent durchführen zu können.